Deutsch lernen durch Hören. Die Hochzeit von Annabel und Emil. Annabel und Emil sind ein glückliches Paar. Vor einem Jahr hat Emil gefragt: Willst du mich heiraten? Annabel hat sofort Ja gesagt. Seitdem planen sie ihren großen Tag. Beide freuen sich sehr, aber sie sind auch ein bisschen nervös. Annabel sagt oft: Ich hoffe, dass alles gut klappt. Emil beruhigt sie jedes Mal und sagt lächelnd: Mach dir keine Sorgen, es wird ein schöner Tag. Vor der Hochzeit gibt es viel zu tun. Jeden Abend sitzen Annabel und Emil am Küchentisch. Sie machen eine Liste. Sie schreiben alles auf. Sie müssen Kleidung kaufen, Essen bestellen und Musik finden. Emil sagt, wir müssen zuerst zum Standesamt gehen. Annabel sagt, ja, das ist sehr wichtig. Am Montag gehen Emil und Annabel zum Standesamt. Sie haben ihre Pässe und Geburtsurkunden dabei. Die nette Beamtin fragt, wann wollen Sie heiraten? Am 15. Juni, sagt Annabel. Die Frau schreibt alles auf. Jetzt sind sie offiziell angemeldet. Sie freuen sich sehr, aber es gibt noch viel zu tun. Wo sollen wir feiern? Fragt Emil. Annabel sagt, ich weiß nicht, wir brauchen einen schönen Ort. Sie öffnen den Laptop und suchen im Internet. Sie sehen viele Fotos. 3 Restaurants gefallen ihnen. Am Dienstag machen sie eine Tour. Das erste Restaurant ist zu teuer. Das zweite ist schön, aber zu klein. Das hier ist perfekt, ruft Annabel, als sie das 3. Restaurant sieht. Es hat einen schönen Saal mit großen Fenstern. Der Chefkoch zeigt ihnen die Speisekarte. Emil und Annabel schauen sich die Karte an. Hier gibt es viele leckere Gerichte, sagt Emil. Annabel freut sich und sagt, wir buchen hier. Am Abend schreiben sie eine Liste. Wer soll zur Hochzeit kommen? Familie, Freunde, Kollegen, viele Menschen. Annabel macht die Einladungskarten am Computer. Sie schreibt den Text. Liebe Freunde und Familie, wir heiraten am 15. Juni. Feiert mit uns im Restaurant Seeblick. Bitte sagt uns Bescheid, ob ihr kommt. Liebe Grüße, Emil und Annabel. Am Samstag geht Annabel mit ihrer besten Freundin ein Brautkleid kaufen. Sie möchte ein schönes Kleid für die Hochzeit finden. Sie probiert viele Kleider an. Das erste Kleid ist zu lang und eng. Das zweite Kleid gefällt ihr sofort. Sie ruft, das ist es. Sie dreht sich vor dem Spiegel. Das Kleid ist weiß und hat eine schöne Spitze. Das nehme ich, sagt sie glücklich. Emil muss auch einen Anzug aussuchen. Er geht mit seinem Bruder in ein Geschäft. Schwarz oder dunkelblau, fragt er seinen Bruder. Sein Bruder sagt, schwarz sieht besser aus. Emil entscheidet sich für einen schwarzen Anzug und eine silberne Krawatte. Nur noch 2 Wochen bis zur Hochzeit. Emil bestellt die Ringe. Annabel sucht Musik aus. Sie rufen den Fotografen an und machen einen Termin. Alles ist fertig, sagt Emil. Jetzt können wir uns auf unseren großen Tag freuen. Am Morgen der Hochzeit ist Annabel sehr nervös. Ihre Mutter hilft ihr beim Anziehen. Sie sagt, du siehst wunderschön aus. Im Standesamt wartet Emil. Sein Herz klopft schnell.
Er schaut zur Tür. Dann kommt Annabel herein. Emil wird still und sieht sie lange an. Alle schauen auf das Paar. Es ist ganz ruhig im Raum. Der Standesbeamte steht auf und sagt: »Wollen Sie, Herr Hoffmeister, Frau Klein heiraten?« Emil antwortet sofort: »Ja.« Die Gäste klatschen. Dann sagt auch Annabel: »Ja.« Sie tauschen die Ringe. Jetzt sind sie verheiratet. Annabels Mutter weint vor Freude. Nach der Trauung fahren alle ins Restaurant. Dort feiern sie zusammen. Alle Gäste freuen sich und klatschen für Annabel und Emil. Dann kommt der große Moment. Annabel und Emil schneiden die Hochzeitstorte. 1, 2, 3, zählen die Gäste. Sie schneiden zusammen das erste Stück. Der Fotograf macht viele Bilder von diesem besonderen Moment. Annabel und Emil tanzen den ersten Walzer. Emil sagt leise zu Annabel: »Ich liebe dich.« Am nächsten Tag fliegen Annabel und Emil in den Urlaub. Ihr Hotel ist direkt am Meer. Dort gibt es einen langen, weißen Sandstrand und viele Palmen. Sie sind sehr glücklich. Jeden Morgen stehen sie früh auf, frühstücken in Ruhe und schauen dabei auf das türkisfarbene Wasser. Ein besonderes Erlebnis ist die Bootsfahrt. Annabel und Emil sitzen vorne im Boot. Das Wasser ist ruhig. Sie schauen lange ins Wasser. Plötzlich zeigt Annabel nach unten. »Schau mal«, ruft sie. Unter dem Boot schwimmen bunte Fische. Dann sehen sie auch eine kleine Schildkröte. Annabel freut sich und sagt: »Wie süß!« Emil nimmt sein Handy und will ein Foto machen. Aber die Fische schwimmen schnell weg. Am Abend gehen sie zurück ins Hotel. Dann trinken sie einen Cocktail am Strand. Sie sehen die Sonne. Sie geht langsam unter. Annabel sagt: »Das ist wie ein Traum.« Beide sind glücklich. Sie freuen sich über diesen schönen Tag und auf ihr neues Leben zu zweit.